endlich zu Hause angekommen. Puh, ich habe jetzt schon ein bisschen aussortiert. Einige Pilze habe ich auch weggeschmissen, da sie wo die Eiweißzersetzung schon eingesetzt hat. Die wurden halt ein bisschen labbrig und die möchte ich ungern dann essen. Hier, die sind noch alle gut. Auch noch fest. Ne? Jetzt habe ich hier so ein paar Paradebeispiele schon mal zurechtgelegt. Und fangen wir an, würde ich sagen, bei den Birkenpilzen. Auf den ersten Blick sehen die doch alle recht gleich aus. Sind sie aber nicht. Denn wir haben hier, ich habe hier ein Buch, ein schönes Buch. Vielleicht einmal sagen, wie das heißt. Das ist Dausins großes Pilzbuch in Farbe sogar. Mit 2000 Abbildungen. Und hier sind halt so die gängigsten Pilze, die man so sammeln kann oder auch nicht, hier aufgelistet. Und das ist auch sehr anfängerfreundlich. Hier steht auch nicht zu viel, nur die nötigsten Sachen. Dann immer mit Bildern, wie die Pilze aussehen, wie die aufgeschnitten aussehen, wo die wachsen, wann die wachsen, ne? Unter welchen Bäumen und so weiter. Und ja, hier haben wir jetzt schon mal, habe ich hier aufgeschlagen, der Birkenpilz oder der Birkenröhrling ist in Wäldern und an Waldrändern suchen Pilzsammler gerne Birken auf, blablabla. So, sein grau bis bräunlich gefärbter Hut ist 5 bis 15 cm breit und sitzt auf einem verhältnismäßig dünnen und langen, weißen, mit fast schwarzen Schuppen überzogenen Stiel. So, und das haben wir hier. Ein bestes Beispiel. Lang und ein bisschen dünn im Gegensatz zu, sage ich mal, Steinpilzen. Ne? Und hier sieht man dann auch die Schuppen. So, die hat eigentlich jeder Birkenpilz. Also die müssen diese Schuppen haben. Hier sieht man die auch. Die sind aber nur halt ganz fein. Das muss man aber... fokussiert auch mal. Auf jeden Fall, das muss man beobachten. Und halt, ja, die wachsen unter Birken, ne? Wie der Name schon sagt. Und jetzt haben wir hier aber ein paar Birkenpilze, die sich alle ähnlich sehen und in Wahrheit aber nicht alles dieselben Birkenpilze sind. Weil es gibt verschiedene Birkenpilze. Und wir haben hier auf der linken Seite einmal ganz normale Birkenpilze. 1, 2, 3. Und hier 1, 2, 3, 4 haben wir. Also die sind essbar. Das steht hier immer unten, welche essbar sind, welche nicht. Hier zum Beispiel Sandfußkrempling oder kahle Krempling. So, aber wir haben jetzt hier nämlich, hier gibt es noch rötender Birkenpilz und Rothautröhrling. Grau-grünen Birkenröhrling. Und den kann man daran erkennen, dass wenn man das Fleisch hier unten abschneidet oder halt ein bisschen was abreißt, dass der anfängt so sich grünlich zu verfärben. Und das haben wir hier nämlich auch. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Oh, der hat ein paar Maden. Dann gucken wir gleich, wie weit das geht. Also hier sieht man das auch. Unten an der Stielbasis wird er grün. Hier sieht man das auch gut. Hier auch. Also haben wir hier eindeutig grau-grüne Birkenpilze und ganz normale Birkenpilze. So viel zu den Birkenpilzen. Jetzt haben wir hier noch zwei schöne Pilze, die ich gefunden habe. Ich zeige dir einmal so. Ne? Also Täubling, Lamellen, die müssen brechen. Normal bei Täubling, wenn man rüberfährt über die Lamellen, dann brechen die, so wie hier. Zack. Außer bei den Frauentäublingen, der hat so schmierige Lamellen, aber in der Regel bei Täublingen, die brechen. So, dann kann man den Stiel auch noch so abbrechen. Der hat keine Fasern, der hat so Poren. Ne? Also der lässt sich jetzt nicht abziehen, wie, sage ich mal, wie eine Schale, sondern der bricht dann. Das sieht man hier auch, ne? So, der bricht einfach so in ganzen Stücken ab. Bei Täublingen gilt die Regel,
Wenn man sich nicht sicher ist, ob man die essen kann, kann man eine Geschmacksprobe machen. Alle Täublinge, die mild schmecken, sind essbar. Aber wir haben jetzt hier, und das ist mir gerade auch aufgefallen, ne? Der kirschrote Speitäubling. Und die Farbe, ja, die sieht jetzt, also so weinrot, würde ich sagen. Richtig starke Farbe. Sieht diesem Pilz ja sehr ähnlich. Und der ist giftig. Aber wir haben hier ein wichtiges Merkmal. Und zwar der Stiel. Der verrät uns etwas. Das ist der Zinnobertäubling. Und nicht der kirschrote Speitäubling. Denn der Speitäubling hat hier der hat einen komplett weißen Stiel. Und wir haben hier einen rötlichen Stiel. Rötlich anlaufenden Stiel. Also genauso wie hier. Der Stiel gehört hier zu dem. Und hier halt, ne, diesen hier. Das heißt, den können wir essen. Wir können alle Pilze hier essen. Und wenn man sich nicht sicher ist bei Täublingen, da kann man zum Beispiel auch nochmal fehlgreifen. Stellt euch mal vor, ich würde die jetzt sammeln und ich würde jetzt keine Geschmacksprobe machen oder ich würde dieses ganz bestimmte Merkmal hier nicht erkennen und würde das einfach essen. Also man muss immer richtig vorsichtig sein. Wenn ich zu Hause bin, ich check auch alles immer wieder nochmal ab, ob das wirklich genau die Pilze sind, ne, die ich auch haben wollte. Und ja, ich werde es jetzt erstmal mir gut gehen lassen. Ich werde hier die Pilze zubereiten, erstmal waschen, dann schneiden, dann gibt es richtig lecker Pilzpfanne. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, mal so ein bisschen Pilzkunde, ne? Ich bin zwar kein Experte, aber macht nichts, wir können ja zusammen wachsen. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare, oh, selber hier, schöner Pilz, ne? Grünspan-Träuschling. Den habe ich aber bis jetzt noch nie gefunden. Hier gibt es schon echt so schöne, viele Pilze. Ich würde sagen, Daumen hoch für das Video, Daumen hoch für die leckeren Pilze und bis zum nächsten Mal.